Ja, ein Scheiß ist hier. Nicht 260 Schnitte. Schnitte, Schnitte, noch mehr Schnitte. Schnitte, Schnitte, Schnitte. Das ist... Was ist hier los? Also nicht, was ist hier los? Der Schnuffi stört. Hinfort mit dir. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und Leute, wir müssen reden. Denn was Bosch sich hier geleistet hat bei der Säge, uiuiui, also wir haben einen Test gemacht, aber das seht ihr gleich. Wir müssen wirklich reden, ja? Denn Bosch hat eine neue Säge rausgebracht, die GCM 18V216DC. Und es gab die 216 gab es ja schon, es gab auch die 305. Und wir haben hier nämlich mit diesen drei Sägen alle Akku-Cup-Sägen von Bosch Professional auf dem Tisch. Und wir werden uns auch alle drei Sägen nochmal angucken, auch den Unterschied, wie sich die alle so gegeneinander verhalten. Wir wollen eigentlich rausbekommen, was davon wäre die beste Säge für dich. Und deswegen haben wir nämlich auch hart getestet und ausdauernd und haben interessante Sachen entdeckt. Naja, egal. So, und wie immer, ihr kennt das ja, gibt es auch etwas zu gewinnen und heute einen 250 € Gutschein, den ihr entsprechend im Shop einlösen könnt. Und alles, was ihr dazu machen müsst, ist einfach unten in die Kommentare schreiben, was ist eurer Meinung nach die beste Säge und was ist eure Meinung zu dem Test hier, was sagt ihr dazu und was Bosch hier gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Wir haben heute also alle 18 Volt Akku-Cup-Sägen von Bosch auf dem Tisch und wir wollen uns echt angucken, was sich dieses Gerät hier geleistet hat im Test. Denn wir haben hier jede Menge Testschnitte gemacht und ja, da komme ich am besten gleich nochmal zu. Also, spannend. Jedenfalls haben wir hier die neue Säge, aber erstmal, welche Sägen haben wir denn hier alle? Wir haben die GCM 18V216, das hier ist die 18V216DC und das ist die 18V305. Korrekt, 305 GDC. Also 216, 216 DC und 305 GDC. Und heute soll es darum gehen, was ist der Unterschied denn eigentlich zwischen diesen Sägen? Aber erst einmal kommen wir zum Thema Preis, weil das ist ganz wichtig. Die 216 hat einen Preis von etwas über 300 € hier bei dem Gerät. Ohne Akku, wohlgemerkt. Bei der 216 DC haben wir uns einfach mal verdoppelt und sind bei rund 600 €. Knapp unter 600 € bekommt man die Säge. Und dazu schau auch bitte mal unten in den ehrlichen Preisvergleich, weil die Säge ist noch nagelneu auf dem Markt. Momentan tendiert sie so bei 580 €, aber wer weiß, wie sich der Preis in den nächsten Monaten oder auch Jahren entwickelt. Also einfach mal, wenn du aktuellen Preis haben willst, unten im ehrlichen Preisvergleich in die Videobeschreibung reingucken. Und hier bei der 305er sind wir beim Preis von 800 €. Das heißt hier 320 so etwa, knapp 600 und 800 €. Und bevor wir jetzt auf die Details eingehen, was die Sägen so können, was sie nicht können und wie sich das alles hier so aufbaut, müssen wir uns jetzt erstmal den Test anschauen. Und wir werden jetzt ganz am Anfang, das machen wir ungewöhnlich, aber ich möchte unbedingt das für euch auflösen. Und zwar möchte ich euch sagen, hier, wir werden gleich einen Test machen und zwar mit dem 8 Ampere Pro Core, den werden wir hier benutzen. Und damit werden wir mal schauen, wie viele Schnitte schafft die Säge denn eigentlich. Denn Bosch hat gesagt, 270 Schnitte soll sie schaffen, aber seht selbst. »2000 Jahre später«.
alle endlich nach, Moment, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 380, 382. Wir haben 382 Schnitte damit geschafft. Mit einem 8 Ampere Akku. Sheesh. Das ist eine Maschine. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt ist aber auch fertig und wir sind fertig mit Sägen. Und ich zeige es euch zur Sicherheit nochmal. Der Akku ist jetzt wirklich leer. Also hier leuchtet es noch grün. Die Maschine sagt, aus, Ende, ich will nicht mehr. Und Bosch hat uns echt, aber hart hinters Licht geführt. Und ich finde das nicht okay. Das finde ich wirklich nicht okay. Darf man nicht sagen. Und ich das Mama sage, du das aufhören solltest. Wir haben mit Bosch gesprochen. Was hat Bosch gesagt? Diese Säge schafft mit einem 8 Ampere Procore 260 Schnitte. Ja, ein Scheiß ist hier. Nicht 260 Schnitte. Diese Säge hat 382 Schnitte geschafft. Nochmal, 382. Was soll denn das? Also wirklich, Bosch, was war das denn jetzt hier bitte? Und zwar ist es so, um es wirklich auf Fakten basiert zu machen. Und das ist wirklich interessant. Ich hoffe, viele von euch haben es bis hierhin mit dem Video geschafft, weil das habe ich noch nicht gelebt. Und das ist halt auch im Markt wirklich, das ist ein Einhorn. Also wirklich so ganz klar Einhorn hier. Denn wir haben genau das gemacht, was Bosch gesagt hat. Und zwar Bosch hat hier genau dieses Holz auch benutzt, 6x8 Fichte oder Tanne. So, haben wir hier genommen. Also ganz normal hier Konstruktionsvollholz und haben hier gesägt. Sie haben es mit der Dekra gemacht, Standard-Testverfahren und so weiter. Haben gesagt, mit dem schafften wir mindestens 260, 270 Schnitte. Ja, und darauf hatten wir uns auch eingestellt. Oder Daniel vielmehr. Und der hat hier 382 Schnitte geschafft. Nicht vollgeladen, nicht dazwischen, ganz ehrlicher Test, genau so, wie ihr es eben gesehen habt. Ja? Das ist der Hammer. Aber was bedeutet das jetzt nochmal auch im Vergleich? Erst einmal bedeutet das für dich eine Sache, und zwar, du kannst komplett mit einem einzigen Akku den ganzen Tag auskommen. Denn wenn du mir sagst, dass du mehr als das hier an einem Tag sägst, dann weiß ich ja auch nicht, ja? Das ist doch der Hammer. All diese ganzen Schnitte hier, kommt mal her, guckt euch das mal an hier. Hier, Schnitte, Schnitte, noch mehr Schnitte, 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 Schnitte. Das ist, was ist hier los? Was ist denn hier los? Also was ist hier los? 382. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich baue jetzt mal so ein Gartenhaus, hier zack, bumm, raus, brauchst du keinen Strom. Ja, da kannst du komplett loslegen, Akkuschrauber, das Ding, und kannst eine komplette Konstruktion fertig machen. Aber genau das ist die Frage, was heißt das im Markt? Erstens, die Säge davor, ja, die 216, die ich euch ja schon gezeigt habe, die schafft wesentlich weniger. Sie hat natürlich auch einen etwas anderen Motor, etwas anderes Blatt, aber sie schafft halt wesentlich weniger. Und wir haben ja schon mal einen Test gemacht. Ich habe hier einen wunderschönen Zettel. Und zwar haben wir ja mal Akku-Cup-Sägen in der Größe und in dem Preisbereich alles schon mal getestet. Und dabei war es so, dass der große Testsieger war ganz klar Bosch. Und war die 216. Die hat gewonnen, hat alle anderen in der Menge der Schnitte auch wirklich niedergemacht, muss man sagen. Denn ich lese euch das nochmal vor. Wir hatten damals im anderen Test, da hat die Bosch 127 Schnitte geschafft. Mit einem 5 Ampere. Hochgerechnet wären es 240 Schnitte. Ja, aber lassen wir das hochrechnen mal weg. In dem alten mit 5 Ampere hat Bosch 127 geschafft. Alle anderen, Einhell nur 60, Metabo 77, Ryobi 70, Milwaukee 74, Makita 71, Bosch 127. Im alten Test schon, ja, mit einem 5 Ampere. Beim 8 Ampere wären es 240 gewesen, hochgerechnet. 380. Was soll ich denn dazu sagen? Ja? Also das ist, ich wüsste jetzt keine andere Säge, die diese Leistung hat, die so viel schneidet und das am Stück, das ist der Hammer. Ja? Zusätzlich möchte ich euch noch mal eine Sache sagen, und zwar beim letzten Test war es auch so, dass die 216er, die kleinere Version, die hat auch ein sehr gutes Absaugergebnis gehabt. Und jetzt zeige ich euch mal Folgendes, und zwar, da kommt ihr bitte mal wieder dichter. So, Moment, ich stelle das Ganze mal gerade und nehme das hier raus. Und zwar schaut mal hier. Erstmal, das ist das, was vor der Säge ist. Ja? An Staub. Das, was ihr hier seht. Und dann schaut ihr mal hier bitte. Ja? Das ist die Menge an Staub, die wir jetzt hier haben. All das, ich fasse es auch mal für euch mal zusammen. Ja? So, so, so. Hier oben seht ihr auch hier, ist jede Menge Staub, auch hier, der hier an dem Trichter vorbeigegangen ist. So, 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 so. So. Hier.
Ja, hier oben ist auch noch was und so weiter. Aber ich nehme das mal zusammen. Das hier sind 382 Schnitte. Und seht das nicht falsch, das hier ist natürlich Staub und da ist auch jetzt, das ist auch schon gut Staub, aber nicht für 382 Schnitte. Und bei 382 Schnitten würde es bei anderen Sägen würde es so aussehen, als wenn hier hinten, ja, da ist Weihnachten. Ja, das heißt, das hier ist komplett zugestaubt und hier ist, man sieht die Säge nicht mehr bei der Anzahl Schnitten. Ihr wisst, was ich meine. Und das hat Bosch wirklich, wirklich hier gut gemacht. Ich zeige euch nochmal die andere Seite. Also Top-Ergebnis. Und deswegen, Bosch hat Folgendes gemacht und zwar ist sehr defensiv rangegangen. Sie haben natürlich den defensivsten Ansatz genommen. Sie haben defensiv auch die Zahlen genannt und defensiv gesagt, wie viele Schnitte Sie denn auch wirklich schaffen. Was ich erstmal gut finde, das heißt für euch bedeutet das nicht, naja, das wird sie ja sowieso nicht schaffen, sondern sie wird es schaffen und sie wird mehr schaffen. Ich bin total begeistert und ich hoffe, dass ich demnächst auch mal andere nochmal Maschinen finde, die ich dagegen stellen kann, die auch so viel schaffen. Ja? Aber da muss auf dem Markt jetzt erstmal sich ein bisschen was tun, denn die anderen Sägen, wie wir gesehen haben, haben das nicht. Es sei noch mal eine Sache erwähnt. Die Schnitte sind nicht ganz vergleichbar, denn dort haben wir eine Baubohle gesägt, die ist etwas schmaler und etwas tiefer, ist nicht 100% vergleichbar. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, naja, die hier schafft 400 und meinetwegen, nehmen wir mal, was ich, Ryobi, schafft 70. Das kann man so nicht sehen, auch es war ein etwas anderer Akku. Aber man kann schon eine Tendenz sehen, nämlich dass diese Säge bedeutend mehr schafft als die alte, die da schon gewonnen hat. Ja? Insofern Top-Ergebnis. Und jetzt schauen wir uns aber mal die Unterschiede zwischen der Säge und der einfacheren 216 an. Das war schon echt ein Ding, ja, wie viele Schnitte diese Säge geschafft hat. Der Hammer. Und ich muss dazu noch eine zweite Sache sagen, nämlich sie ist enorm stark. Das ist etwas, was man jetzt schlecht wiedergeben kann oder euch irgendwie so, das ist wie Gefühlsfernsehen, ja, das gibt es auch nicht. Aber die normale 216, die macht schon ordentlich Bums, wie ich immer sage. Aber die 216 DC legt nochmal eine Schippe oben drauf und ist unwahrscheinlich durchzustark. Und vor allem, sie startet auch sehr schnell. Sie ist ziemlich schnell auf Energie und auf Energielevel und du kannst recht schnell mit ihr auch sägen. So, jetzt haben wir nochmal das Thema technische Daten. Vielleicht vorher nochmal eine Information, warum heißt die eigentlich 216, 216 und 305? Weil das Sägeblatt so groß ist. Das heißt, wir haben hier ein Sägeblatt mit einem Durchmesser von 216 mm, hier auch 216, hier 305. Dadurch wird es natürlich so sein, dass diese Säge einen höheren Schnitt schafft. Ja, also die maximale Sägehöhe ist hier bei der Säge größer, weil das Sägeblatt natürlich auch größer ist. Aber kommen wir jetzt mal zu den technischen Daten. Die blende ich euch hier mal ein. Und da seht ihr, dass die Sägen sich schon gut unterscheiden in Details, aber dann doch eigentlich gar nicht so sehr. Ja? Nochmal der Hinweis, ihr findet alle technischen Daten auch hier oben verlinkt oder auch unten in der Videobeschreibung, nämlich in unserem, nicht Preisvergleich, sondern Werkzeugvergleich. Ja, den Preisvergleich findet ihr natürlich auch unten. Auf unserer Werkzeugvergleichsseite findest du nochmal alle technischen Daten von dem hier zum Nachlesen. Schau da einfach mal vorbei und vor allem dort kannst du abstimmen, was ist dein Liebling und kannst dir anschauen, was alle anderen sagen, was ist ihr Liebling. Finde ich super, mega und auch schön neutral, weil dann geht es nicht nur darum, was ist meine Meinung, sondern was ist eure Meinung. Wir schauen uns die Sägen jetzt im Detail an, aber dafür nehme ich diese Säge erstmal raus, weil die 305er brauchen wir gerade mal nicht. Heieiei, ist ganz schön schwer. Oh. Da bin ich wieder. Und zwar werden wir uns jetzt wirklich mal auf diese beiden Sägen konzentrieren. Warum? Das werde ich dir gleich nochmal mitgeben, weil die 305er und die 216 DC unterscheiden sich nur in wenigen Details. Das heißt also jetzt genau aufpassen, wenn du dich für die 305er interessierst, weil das ist hier fast alles das Gleiche. Ihr habt gerade noch mal einen Schnitt gesehen mit beiden Sägen und zwar aus welchem Grund? Die Schnitthöhe. Das ist ja für viele von euch interessant, was ist denn die maximale Höhe, die überhaupt geschnitten werden kann. Und das ist bei beiden Sägen, haben wir hier beim Schnitt rausbekommen, 70 mm. Also sowohl die als auch die können 70 mm in der Schnitthöhe maximal schaffen. Angegeben ist diese Säge aber mit 65 mm. Das ist aber scheinbar nicht korrekt, weil es funktioniert. Wir haben gerade gesehen, wenn wir wirklich bis auf den Motor runtergehen und dann rübergehen, schaffen wir es hier und da jeweils 70 mm. Das ist also erstens schon mal kein Unterschied. Aber was ein Unterschied ist, ist folgendes, und zwar die Bremse, also die Motorbremse bei der Säge. Und ich möchte euch das mal zeigen, wie schnell hält das Sägeblatt an. Ja, hier. Nochmal. Ja,
Das dauert eine ganze Weile. Wir haben die Zeit hier einfach mal kurz eingeblendet. Jetzt machen wir es mal auf der anderen Seite, auch hier mit Zeiteinblendung. Also wir sehen es, das Blatt stoppt bedeutend schneller, das ist natürlich auch ein Sicherheitsfeature, beziehungsweise manchmal ist es ja auch relevant, wenn du weiterarbeitest, wie lange dauert es dann, bis das Sägeblatt stoppt. Wo ich den Staubauffangsack hier gerade schon in der Hand habe von der 216er, ja, hier an der Stelle, sei erwähnt, bei der 216 DC gibt es keinen dazu. Warum? Da komme ich gleich noch mal dazu. Jetzt aber erstmal ein anderes Thema. Benutzt den nicht. Ist im Mülleimer gelandet. Wunderbar. Benutzt den Staubsack der Original. Das ist ja wirklich witzig. Also der Staubsack, der hier mit dabei ist bei der 216er, benutzt ihn nicht. Auf keinen Fall, weil es ist nur ein Grobspan-Auffangbehälter. Es ist keine Funktion, die wirklich Staub aufhält, weil alles, was ein bisschen feiner Staub ist, wird komplett einfach nur durchgeballert. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Das erste ist, was die Maschinen sehr stark unterscheidet, ist der Motor. Ja? Denn wir haben hier physisch eine andere Konstruktion. Ja? Das hier ist die 216er. Hier haben wir den Motor sehr stark und sehr klar hier an der Seite positioniert, wohingegen wir es hier an der Stelle nicht haben, und zwar aus Gründen. Ja? Die Gründe sind, dass man beide Geräte verschieden neigen kann und in verschiedenen Winkeln betreiben kann. Kommen wir auch noch gleich dazu. Wichtig ist aber Folgendes: Beides sind Bi-Turbo-Brushless-Geräte. Das heißt, wir brauchen für den Betrieb von beiden Sägen einen Procore-Akku, also einen ganz normalen 18 Volt Procore-Akku von Bosch. Nochmal zur Sicherheit und zu Verständnis. Ein Procore-Akku und ein normaler Akku haben dieselbe Aufnahme und du kannst die untereinander tauschen. Das heißt, du kannst einen Standard normalen Akku nehmen, hier reinsetzen, das funktioniert auch. Du kannst einen Procore hier reinsetzen, du kannst aber auch einen Procore in deinen Akkuschrauber reintun und so weiter und so fort. Aber ein Procore-Akku in Verbindung mit einem Bi-Turbo-Brushless-Gerät, und zwar Procore ab 5,5 Ampere-Stunden, holt die maximale Power aus den Geräten raus. Das heißt, um diese beiden Sägen zu betreiben, brauchst du mindestens einen 5,5 Ampere Procore Akku, um hier wirklich richtig Bums in der Bude zu haben. Wenn du einen kleineren Akku nimmst, meinetwegen einen herkömmlichen 5 Ampere oder einen kleinen 4 Ampere und so weiter und so fort, hast du auch ordentlich Kraft, aber nicht so viel, wie sie maximal haben können. Ja? Weil Bi-Turbo-Brushless kommt eben immer aus der Verbindung eines Bi-Turbo-Brushless-Motors mit der Kraft oder der Energie aus einem Procore-Akku. Und wenn wir hier gerade sind, ein großer Unterschied zwischen beiden Geräten ist folgendes, und zwar bei der normalen 216 kannst du die Säge oder die Geschwindigkeit des Sägeblatts nicht regulieren. Das geht gar nicht. Ja? Es gibt nur genau zwei Stellungen, an und aus. In der Regel, muss man ganz ehrlich sagen, reicht es an vielen Stellen ja auch, aber wenn du feiner justieren möchtest, dann brauchst du die 216 DC. Denn hier haben wir Folgendes, und zwar, schaut mal hier haben wir vorne am Motor, hier vorne haben wir die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Ja, wir können hier draufdrücken und dann sind wir hier im Eco-Modus, ja, hier in der Stufe 3, also auf der maximalen Stufe, sehen wir auch hier, ja, 3 sind 4500 Umdrehungen. Man kann das Ganze aber auch hier auf 1 stellen, ja, dann sind es zum Beispiel nur 3000 Umdrehungen. Ja. Dann gehen wir aber weiter. Und wir kommen hier auch zum Eco-Modus mit 2500 Umdrehungen. Das war übrigens nochmal erwähnt, wir haben vorhin den Test im Eco-Modus gemacht. Und selbst im Eco-Modus hat die Maschine absolut genügend Kraft, um das alles zu sägen. Und der Eco-Modus ist dafür da, dass du langfristig und gut entsprechend schneiden kannst und das Maximale wirklich aus dem Gerät und dem Akku rausholst. Aber du hast hier gesehen, der Motor hier ist regulierbar, großer Unterschied zu dem, und je nach Material macht es auch entsprechend einen großen Unterschied. Zusätzlich übrigens kannst du auch, ist es ein Connectivity-Gerät, das heißt, du kannst das hier mit deinem Handy verbinden über Bluetooth und kannst hier nochmal auch deine eigenen Einstellungen vornehmen. Ja? Du kannst zum Beispiel auch einstellen, wie lang der Laser nachleuchtet zum Beispiel oder das Licht und so weiter. Wo wir da gerade beim Thema sind, Laser und Licht. Moment, ich hole mal was. So, ich habe mir jetzt ein Stück Holz geholt und da seht ihr jetzt, wie der Laser läuft. Nämlich wir haben hier die 216, jetzt mache ich meinen Laser an, nämlich einfach nur antippe, ja, dann ist der Laser an und dann seht ihr hier, auf der linken Seite läuft jetzt hier der Laser durch. Ja. Und genau hier am Sägeblatt ist der Laser dran. Auf die Art und Weise könnt ihr genau sehen, da sägt ihr jetzt. Das hat natürlich einen Nachteil, denn wenn du Linkshänder bist,
dann brauchst du den Strich natürlich auf der anderen Seite. Zusätzlich gibt es natürlich auch manchmal die Situation, dass du auch von links oder von rechts entsprechend anzeichnest und von rechts dann sägst. Ja? Dementsprechend ist es super, wenn du einen Doppellinienleser hast, wie hier bei der DC. Ja? Auch hier haben wir jetzt einen Doppellinienleser, den muss ich erstmal einschalten, weil ich noch gar nicht aktiviert habe. So. Und jetzt sehen wir hier einen Doppellinienleser. Ja, schauen wir mal, jetzt sehen wir ihn hier. Da, jetzt habt ihr also rechts und links einen Laser. Und nicht, dass ihr irritiert seid. Ihr könnt übrigens hier den Laser und das Licht, das heißt, beide Geräte haben ja auch ein Arbeitslicht. Und hier können wir aber beides ein- und ausschalten. Und irritiert seid ihr vielleicht, weil dauernd hier oben das Licht orange leuchtet, weil der Akku leer ist. Ja? Das ist einfach nur das Zeichen Akku leer, bitte tausch mich mal aus. Normalerweise wäre das grün. Oh, ich zeige euch das mal. Ja? Das haben wir die ganze Zeit hier. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Mann, was ist denn hier los? Moment. So, nehmen wir mal hier einen vollen Akku, setzen den ein. So, und jetzt seht ihr hier, leuchtet wunderbar grün, kein Problem. Ja, und wir können hier den Laser einschalten oder das Licht, den Laser oder beides ein- und ausschalten. Und wenn du es einfach nur wieder aktivieren möchtest, um zu schauen, wo du sägst, musst du einfach nur einmal kurz drücken, ohne die Sicherung auch zu ziehen hier an der Seite und schon hast du unten wieder den Laser. Eigentlich cool gelöst. Da wir noch im oberen Bereich der Säge sind, kommen wir zum Thema Kippen, weil die können wir natürlich nach rechts und links entsprechend zur Seite kippen. Und da haben wir einen riesigen Unterschied zwischen beiden Geräten, und zwar 2 Unterschiede. Und eine Sache sei gesagt, beide Sägen, ja, so im Allgemeinen mal, sind unwahrscheinlich robuste Bausägen. Du kannst damit auch sehr genau sägen, das haben wir im letzten Video schon mal gezeigt, dass wir hier auch sehr genau mit sägen können, aber sie sind sehr, sehr robust, weil sie auch super, sie sind auch super nachzustellen. Ja? Das heißt, wir werden das gleich nochmal sehen, du kannst für dich in ganz kleinen Schrauben hier wunderbar nachstellen, falls sich mir mal irgendetwas verstellt hat. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Thema Neigen. Und zwar haben wir hier die 216, hier stellen wir das Ganze ein, zur Seite und fertig. Ja? In dem Fall zur Seite gestellt, wir müssen hier entsprechend auch das Schild etwas zur Seite ziehen, um das zu können, aber es funktioniert. Und du musst eigentlich nichts machen, außer hier den Hebel ziehen, oder jetzt wieder festziehen, ist fest, lose und dann kann ich das Ganze verstellen. Ja? So, dann hier, wichtig, das geht nur bis 45 Grad. Das heißt, du kannst keine Hinterschnitte machen, falls du das möchtest. Maximal 45 Grad. Bei der Säge, bei der 216 DC, kommst du auf maximal 47 Grad. Und der Unterschied ist, wir können sie einmal zu der Seite bringen. Wir können hier aber auch den Hebel ziehen und das Ganze zu der Seite. Ja? Also nochmal, machen wir es mal richtig nochmal hier, ganz entspannt zu der Seite. Und zwar erstmal nur 45 Grad. Ich zeige gleich, wie es anders geht. Und dann Hebel ziehen, zack, und dann hier rüber. Und auch hier einfach nur hinten den Hebel wieder festziehen und das war's. Ja? Sehr intuitiv, sehr einfach, aber da kommst du ein bisschen dichter. Wir haben hier eine Möglichkeit, auch die Winkel vorauszuwählen. Das heißt, wir haben hier 45, 22,5 und 33,9 die Standardwinkel. Und da kann ich das Ganze einfach hier fallen lassen. Moment. Jetzt hier auf 45 Grad oder 22,5 oder hier auf 33,9 oder ich ziehe es ganz zurück und habe es dann auf 47 Grad entsprechend hier runter. Ja? Das geht wunderbar und der Vorteil ist, lässt sich sogar noch nachstellen. Wir haben immer noch etwas hier oben, was wir besprechen müssen, und zwar 2 Dinge. Das erste wäre das Sägeblatt. Auf der 216er haben wir ein normales Standardsägeblatt mit 24 Zähnen. Hier bei der 216 DC haben wir ein Bosch Expert for Wood Sägeblatt mit 48 Zähnen. Dieses Sägeblatt hat 2 Vorteile. Nummer 1 ist Expert for Wood, das heißt, es ist das beste Sägeblatt von Bosch, was es gibt im 216 mm Bereich. Das heißt, die haben hier wirklich das hochwertigste Sägeblatt gleich mit dazugelegt. Es gehört zum Lieferumfang, kostet um die 35 €. Relativiert zumindest auch ein kleines bisschen nochmal den Mehrpreis zwischen dem Ganzen. Zusätzlich ist es so, dass du mit 48 Zähnen natürlich weniger Ausrisse hast. Ja? Und das ist, in beiden Fällen ist es aber ein Sägeblatt, was speziell für Akkus gedacht ist. Ja? Aber hier nochmal ein großer Unterschied zwischen den beiden. Ich persönlich würde eher immer lieber das hier nehmen, weil du damit natürlich dann noch weniger Ausrisse hast. Und einen sauberen Schnitt. Nächstes Thema hier oben, und das ist ein durchaus relevantes Thema, ist das Thema Absauganlage und Absaugpunkte. Hier bei der 216er haben wir nur einen Absaugpunkt. Ja? Und schauen wir uns mal an, der ist hier unten. Das heißt, also die Säge sägt hier entlang und schmeißt das Ganze hier rein. Ja? Und dann kann das Ganze entsprechend an einem Punkt abgesaugt werden. Hier drüben
haben wir, oder so kann man es vielleicht sehen, hier haben wir 2 Absaugpunkte. Einmal hier unten, ja, hier an der Stelle, das hängt hier hinten aber fest. Und der zweite Absaugpunkt ist hier, dort, ja, sodass wir im Zweifel, schaut mal hier, wenn wir es nach hinten bewegen, so, dann haben wir hier so eine Doppelabsaugung. Beziehungsweise, wenn wir hier vorne sägen, dann wird das, was hier reingeschmissen wird, hier immer abgesaugt. Aber das, was nicht davon getroffen wird, das fliegt ja hier nach hinten und wird dann hier abgesaugt. Und das ist ein Riesenvorteil, den wir haben. Das heißt, dadurch haben wir ein noch besseres Absaugergebnis. Ich würde sagen, top. Kommen wir zur nächsten Sache und dazu müssen wir erst einmal auf das Thema Tischverbreiterung eingehen. Und es ist so, dass wir hier wirklich eine sehr, sehr, ich sag mal, einfache Tischverbreiterung haben. Gehen wir mal hier drauf ein. Und zwar haben wir hier Folgendes. Wir haben hier diesen kleinen Drehknopf. Und das hier rausziehen. Wir machen das hier auch nochmal. So, ziehen das raus. Und das war's. Ja? Wir haben jetzt hier eine ebene Fläche, eine kleine Verbreiterung, Ende aus Mickey Mouse. Hier haben wir was ganz anderes, eine viel wertigere Technik. Ich lege hier den Hebel um, kann das Ganze jetzt ausziehen und lege den Hebel wieder zurück und habe jetzt hier eine viel breitere Fläche, ja, und einen viel schöneren Mechanismus. Das Ganze haben wir hier auch nochmal auf der anderen Seite. Wir können das auch ausziehen. Hier schöneren Mechanismus und wir haben auch noch eine Begrenzung, die wir hier einstellen können. Ja, die ist hier mit dran, das heißt, wir können das hier einstellen und können hier zum Beispiel sagen, wir möchten immer wieder einen, keine Ahnung, 25 cm Schnitt haben, brauchen wir nur anlegen, sägen. Ja, das hier ist hier mit dabei. Ist natürlich so ein, ich sage mal, nur ein kleines Gimmick, aber ja, also in manchen Bereichen wird das vielleicht interessant sein. Ja, also so, insofern haben wir hier, haben wir hier die Tischverbreiterung. Die Frage ist übrigens immer, wie stabil sie ist. Natürlich, wenn ich massiv hier drauf drücke, dann gibt sie auch nach. Wenn ich so einfaches Material drauf tue, dann geht es durchaus. Ja? Das ist aber normal und auch nicht zu vermeiden durch die Rohre hier, aber ich sehe da überhaupt kein Problem. Jetzt auch im Vergleich sehe ich auf jeden Fall die Tischverbreiterung besser als bei anderen Säge. Warum bin ich darauf jetzt eingegangen? Weil du etwas machen musst. Und zwar, wir haben jetzt ja auch einen Schwenkbereich bei beiden Sägen. Ja? Und schauen wir uns erstmal den Schwenkbereich dieser Säge hier an. Ja? Sie kann natürlich ganz klassisch, wir heben das an, hier auf 47 Grad, ja, so wie man das kennt. Und auf der anderen Seite auch bis 47 Grad schwenken. Soweit, so gut. Bei der anderen Säge hier, bei der DC, ist der Schwenkbereich viel weiter. Ja? Hier haben wir einen Schwenkbereich bis über 50 Grad. Moment, ich muss mal kurz einstellen. So, Schwenkbereich bis hier, ich hoffe, das sieht man noch, hier unten bis, was möge es sein, 53 Grad so etwa, haben wir jetzt hier geschwenkt. Aber wichtig ist Folgendes. Ich mache jetzt hier mal Folgendes und fahre das ein. Jetzt geht das nicht. Ja, jetzt bleiben wir stehen und zwar sind wir so bis 47 Grad gekommen, bis hier. Ja. Dann bleibt ihr hier, stecken. Hier, ihr seht das hier, ihr bleibt dann bei 47 Grad stecken. Das heißt, ihr müsst das hier ausfahren und dann könnt ihr auch die gesamte Breite nutzen. Genauso ist es auch auf der anderen Seite. Ja. Auch hier, ja, um hier bis 60 Grad zu kommen, komplette 60 Grad, müssen wir es auch hier entsprechend ausfahren. Wir haben also gesehen, wir haben hier verschiedene Schwenkbereiche, ja, also wesentlich umfangreicheren hier. Hier haben wir nur so 47 bis 47 und hier sind wir auf 53 bis 60 Grad so gekommen. Das kann wirklich entscheidend sein, wenn du eben entsprechende Winkel schneiden möchtest. Insofern ein klarer Pluspunkt für die DC. Damit haben wir jetzt die beiden Sägen eigentlich ganz gut verglichen, aber wir brauchen echt mal jetzt die andere Säge. Moment. Oh. So, und drauf. Also, und zwar brauchen wir jetzt die Säge, weil wir uns mal anschauen wollen, welche Sägen haben wir jetzt eigentlich vor uns. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, was wäre dann ihr Pendant im Bereich mit Kabel? Weil die Sägen haben natürlich immer so einen Kabelbruder quasi oder eine Kabelschwester. Und zwar bei der 216er ist die Säge, die am ehesten dazu passen würde, die 800er. Ja? Es gibt ja auch die normale 800er hier mit entsprechendem mit Kabel dran, ohne Akku und so weiter und so fort. Ja? Das wäre das Pendant. Hier, um mal auch von der Leistungsklasse zu sprechen, ist das hier, der Bruder wäre die SDE.
Ja? Das heißt wirklich die Oberklasse der Kappsägen bei Bosch im 216er Bereich wäre die SD und das würde hierzu passen. Bei der 305er wäre das Pendant zu dieser Säge die GCM 12 GDL. Ja, das sehen wir auch hier dazu. Ich nehme mal wieder diesen. Nicht geklappt. Nicht geklappt. Klappt ja nicht immer. Nehme ich jetzt hier, man sieht hier diesen Arm. Ja? An dem Arm könnt ihr das erkennen. Das ist ja quasi der legendäre Arm der GCM 12 GDL. Und das ist auch der große Unterschied zwischen diesen Sägen. Ja? Wir haben hier die Möglichkeit, sehr wandnah zu arbeiten, im Gegensatz zu dem hier, wo du hier natürlich hier nach hinten ewig weit, ich zeige es euch nochmal hier, ja? Wir heben hier nach hinten natürlich sehr, sehr weit aus. Das ist ein Riesenunterschied zwischen diesen Sägenklassen auch nochmal. Ja? Jedenfalls das hier entspricht im Wesentlichen einer GCM 12 GDL. Sowohl in der Schnittleistung als auch in allen anderen Daten. Von der Schnittkapazität in der Höhe sind wir, wenn ich mich nicht richtig irre, bei 10 cm. Ansonsten steht hier eine andere Zahl. Ja, etwa bei 10 cm. Und haben hier das Ganze natürlich auch als B-Turbo Bosch das Gerät. Ich zeige euch das mal hier zur Sicherheit. Akku ist drin. So, kein Kabel dran und wir können das Gerät starten. Ich zeige es euch auch noch mal von der anderen Seite. Ja, natürlich nicht so, sondern so. Dann seht ihr auch hier, da ist der B-Turbo Bosch Motor. Und jetzt ist folgende Frage. Ja, welche Säge ist für euch die richtige? Denn rein technisch von den Daten her unterscheiden sich die 216 DC und die 305 GDC fast gar nicht. Der Schwenkbereich, also der Bereich, in dem das Ganze hier schwenkt, ist bei Säge 1 und Säge 2 identisch. Ja, das hier der Schwenkbereich. So, der ist identisch. Dann haben wir hier zusätzlich den Neigungswinkel, der ist auch bei beiden völlig identisch. Alles das Gleiche. Wir haben hier übrigens auch eine sehr schöne Tischverbreiterung, ja, die wir haben. Wir haben hier aber nur eine Einpunktabsaugung. Hier, das würde der Arm natürlich gar nicht erlauben. Wir haben einen Doppellinienlaser, wir haben eine Drehzahleinstellung, wir haben alles andere auch hier bei dieser Säge. Und jetzt wird es ganz spannend, ja, weil du musst dich jetzt entscheiden, welche dieser Sägen ist jetzt die richtige für dich. Erst einmal wissen wir, das Thema Akku ist kein Thema mehr. Wir können hier wirklich sehr lange ausdauernd mitarbeiten. Da kommt man wahrscheinlich mit einem Akku einen ganzen Tag lang hin. Wenn man mittags nochmal nachlädt, dann ist es sowieso überhaupt gar kein Problem. Und jetzt ist die Frage, reicht hier von der Ausstattung her eine relativ günstige Säge mit nicht so einer hohen Ausstattung, womit du eigentlich einfach nur sägen kannst. Du kannst mit einfach sägen. Sägen, sägen, sägen. Kappen, kappen, kappen. Machen, tun, machen, tun, machen, tun. Wunderbar, richtig viel. So. Möchtest du aber etwas spezieller sägen, möchtest du jetzt sagen, okay, ich brauche auch einen etwas höheren Winkel, ich möchte in beide Seiten arbeiten können, ich möchte auch einen Doppellinienlaser haben, ich möchte die Drehzahl regulieren können und so weiter und so fort, dann ist eher die 216 DC deine Säge. Wenn du sagst, okay, ich brauche vielleicht noch etwas mehr, ja, dann ist es wahrscheinlich die 305, nämlich hier haben wir eine noch höhere Schnittleistung, also in der Höhe, ja, und noch eine noch robustere Säge. Wenn du aber die Schnitthöhe gar nicht brauchst, würde ich eher bei dem hier bleiben, weil die Sägen sind ja dafür gedacht, gerade mit Akku, dass du sie in der Gegend rumträgst, ja, dass du sie einfach hier so nimmst und trägst sie dann in der Gegend rum. Das wird dann hier mit der hier schon etwas schwieriger. Nicht ohne Grund, glaube ich, gibt es hier gar keinen Tragegriff mehr. Du sollst die wirklich hier rechts und links tragen und das Gewicht der Säge ist schon amtlich. Ja? Dementsprechend musst du für dich unterscheiden, welches. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder fast mit. Nichtsdestotrotz musst du dich entscheiden, welche es wäre. Weil wir haben hier 300 Euro, 600 Euro, 800 Euro und der Unterschied zwischen der hier mit 600 zu 800 Euro ist auch nicht mehr so hoch. Ja? Aber trefft vielleicht auch eine sehr bewusste Entscheidung, weil es ist wirklich nur am Ende die Schnitthöhe. Und du wirst sogar, das ist nochmal ganz paradox eigentlich, du wirst mit der Säge wahrscheinlich mehr Schnitte schaffen. Ganz einfach, weil du hast ein viel größeres Sägeblatt, das ist natürlich eine größere rotierende Masse, die in Schwung gesetzt werden muss und dementsprechend wird hier der Akku länger halten. Wenn ich von der Säge mal einen Langzeittest machen soll, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ihr stimmt bitte in unserem Werkzeugvergleich ab, welche Säge ihr von den dreien am besten findet. Ansonsten lesen wir uns in den Kommentaren. Denk dran, du kannst etwas gewinnen. Und dann heißt es jetzt erstmal an Bosch. Beim nächsten Mal, ja, sagt uns bitte vorher Bescheid, wie viel das Ding hier schafft. Das geht ja gar nicht. Ja, dann sparen wir uns das, weil 400 Schnitte machen wir bitte nicht nochmal. Aber irgendwie hat es dann doch ein bisschen Spaß gemacht. Und für euch rein ins Werkzeug bis zum nächsten Mal.